¿Hablas mejor francés o español? Creo que ahora hablo mejor francés porque practico más. Y siempre que hablo español, Sí. es quizás un portuñol también, porque tengo que practicar ma- casi todos los días, tengo que Sí. leer también. Sí. Pero español me encanta Sí. también, es un idioma muy bonito. Sí. Pero Todos los idiomas son bonitos. es verdad. Sí, todos los idiomas. Sí, sí, es que cuando alguien habla muchos idiomas, no es posible practicar todos los idiomas todos los días, ¿no? Sí, es verdad. Y si tú vas a aprender un otro idioma, pues será aún más difícil a practicar todos los idiomas, Sí. a mantener un nivel, ¿no? Estaba practicando mucho el ruso, Sí. por esto estaba practicando menos el francés, el español, Sí. el alemán, porque hablo, Sí. ya hablo bien. Entonces también estaba practicando mucho italiano. Sí, Por esto había una mezcla de palabras en mi cabeza. sí, portugués, español, italiano, Italiano ¿no? también, Sí. porque, por ejemplo, siempre que quería decir alguna cosa, Sí, quería decir cual cosa. sí, cuál cosa. Entonces es interesante cambiar sí. siempre Sí, también. Aber wenn du willst, Können wenn Sie wollen, wir können auch ein bisschen auf auf Deutsch sprechen, Deutsch ja? sprechen. Ja. Ich finde, dass normalerweise versuche ich ein bisschen auf Deutsch zu lesen, Aha. auch Fernseher gucken. Und natürlich, ich finde es interessant, immer ein bisschen auf Deutsch zu sprechen mit Leuten hier in Vancouver. Es gibt viele aus der Schweiz, aber natürlich, ich kann viel besser Hochdeutsch verstehen als Dialekten, aber das Ja. kann ein Ja, natürlich. Problem sein. Ja. Aber normalerweise, was machst du, um Deutsch zu üben? Welche hast du Leider vielleicht, nichts. nichts? Ich habe keine Zeit. Ich muss sagen, ich spreche fast nie Deutsch. Okay. Manchmal, ja, wenn ich zum Beispiel, ich werde vielleicht einige Zeitungen auf Internet lesen, eine Artikel über, ich weiß nicht, also Der Spiegel die vielleicht, oder? Situation in Ukraine, also sehr wenig. Okay. Leider, ich habe nicht die Zeit, alle meine Sprache zu üben. Ja, üben. das geht das nicht. macht Sinn. Wenn ich Zeit habe, dann werde ich vielleicht Ukrainisch so lernen oder Koreanisch. Aber Sie können auch sehr gut Chinesisch lesen und Japanisch. ja, ja, Das finde Chinesisch, ich Japanisch. wunderbar. Ja, ja. Und es gibt so viele, man muss wissen, vielleicht 3.000 oder 4.000. 4000. 4.000. Ja, ich kann, also wie Oder das heißt da das auf Zeit, Deutsch? oder? Ich weiß nicht, wie es heißt. Zeichen? Zeichnen, ja. Also, es ist nur eine Frage von Zeit. Zeit, Es ist natürlich. nicht schwierig, das ist nur viel Arbeit. Ja. Also alle diese Hieroglyph zu lernen. Ne? Ja. Aber leider, ich habe keine Zeit. Wenn ich hätte Zeit, dann werde ich alle meine Sprachen immer üben. Immer Aber es üben, geht nicht. natürlich. Geht nicht. Zusammen Anyway. vielleicht, wir können Ja. ein bisschen Okay. Deutsch ein bisschen. So, Yeah, I think that was a bit of a medley, and but I think the important message I think there for your audience is it doesn't really matter how well you speak. absolutely. And there are so many monolingual people in North America. I don't know about Brazil. People who only speak English. Yeah. So, and maybe in Brazil, there's a lot of people who only speak Portuguese. There are And so, certainly. if you speak English as a Brazilian or as an American, if you speak French, it doesn't matter whether you speak it well, fluently, Absolutely. poorly. I It fully doesn't agree. matter. You're doing something that's really quite remarkable, Yeah. and you should congratulate yourself, regardless of your level, but still continue to work to improve. Yes. Because you can improve. It's just a matter of putting in the time. Absolutely, and I think that the same goes with an accent or whatever. Yeah. Because a lot of people say, "Oh, my accent's just so bad in French or Spanish or whatever." I think that it's cool to have. It's good to have that philosophy or just the mindset. Okay, no, I can try to develop. You know, I can just. I'm gonna put effort and improve it Right. and it takes patience. It takes time. Right. In other words, without feeling badly about the accent that you have, Absolutely. you can always work on improving it. Yeah, no but stress. you shouldn't feel
inhibited because you have an accent. So you have an accent. Communication is what it's all about. That's true. Okay. Absolutely. So again, a pleasure to speak with you, Gabriel, Steve. yes, as always.